Danke, Böhmef. Ohne euch hätte ich es niemals geschafft, die ganzen Geschenke rechtzeitig auszutragen. Ui, gern geschehen. Dafür habt ihr euch das hier redlich verdient. Dankeschön. Human Entertainment. Die kreativen Köpfe, die schon für Werke wie SOS oder Clock Tower verantwortlich waren, brachten uns 1994 The Fireman für das SNES und Super Famicom. Im fernen Jahr 2010. Auf einer Weihnachtsfeier des Chemieunternehmens Microtech bricht plötzlich ein Feuer aus. Nun ist es eure Aufgabe, in der Rolle von Feuerwehrmann Pete Gray und seinem Gehilfen Danny McLean dem Feuer Einhalt zu gebieten, Zivilisten zu retten und letztendlich eine hochexplosive Chemikalie namens MDL aus dem Gebäude zu bergen, bevor alles hochgeht. Obwohl The Fireman auf den ersten Blick wie ein Zweispielerspiel aussieht, wird euer Partner leider nur von der CPU gesteuert. Danny, der so badass ist, dass er das Feuer einfach mit seiner Axt erschlägt, ist außerdem zur Stelle, falls ihr mal zu Boden geht oder den ein oder anderen CRT aus dem Weg kicken müsst. Außerdem schmeißt der gefundene Zivilisten für euch in Windeseile aus dem Fenster in die sichere Freiheit. Max, Walter und Winona, die den Rest eures Teams bilden, sowie Frank Weller, der Architekt des Gebäudes, stehen euch dabei per Funk mit Rat und Tat zur Seite. Würde das Spiel heutzutage erscheinen, wäre es mit großer Wahrscheinlichkeit ein Twin-Stick-Shooter. Da das aber 1994 nicht allzu üblich war, ist man bei The Fireman gezwungen, seinen Schuss bzw. Wasserstrahl mit der R-Taste zu fixieren. Das mag etwas friemelig für heutige Verhältnisse wirken, spielt sich aber nach kurzer Eingewöhnungszeit echt gut. Abseits des bereits genannten Wasserstrahls stehen euch außerdem noch Wasserbomben und eine Art Feuerlöscher für kurze Distanzen zur Verfügung. Zweites wird vor allem gegen kleinere Feuer nützlich, die euch zwar nichts anhaben können, aber euch immer wieder den Weg versperren. Euer Hauptgegner ist hier, wie ihr sicher schon erraten habt, das Feuer, das in verschiedensten Formen und Mustern auftritt, um euch ins Schwitzen zu bringen. Ob in Wellen, Flächenbränden oder Feuerbällen, der gemeine Hausbrand wird richtig kreativ beim Versuch, euch zu grillen. Doch nicht nur vor dem Feuer müsst ihr euch in Acht nehmen. Einstürzende Böden, von der Decke fallende Raumelemente und auch noch die ein oder andere Maschine, die Feuer gefangen hat, werden euch das Leben schwer machen. Der sogenannte Backdraft, der euch beim Öffnen von diversen Türen und Fenstern umhaut, sollte ebenfalls nicht unterschätzt werden. Am Ende jedes Levels erwartet euch ein großes Bossfeuer, dessen Pattern ihr besser schnell verinnerlicht, denn das Spiel schmeißt nämlich nicht gerade mit Continues um sich. Und während ein Run auf Easy noch ganz spaßig ist, sollte man im Normal Mode schon gute Nerven haben. Dann ist es gut zu wissen, wo sich die zu rettenden Zivilisten im Gebäude befinden. Die geben euch nämlich immer ein Stück eurer HP zurück, was einen den Job wirklich erleichtern kann. Mit seinen knapp 30 bis 45 Minuten Spielzeit ist der Fireman nicht wirklich lang, dennoch macht es vielleicht gerade deswegen immer wieder Spaß, sich zu verbessern. Um das Spiel durchzuzocken, müsst ihr nicht zwingend alle Feuer löschen, aber am Ende eines jeden Levels gibt es eine Prozentanzeige, die euch darüber informiert, wie viel ihr vom Feuer gelöscht habt. (1995) erschien für die PlayStation eine Fortsetzung, The Fireman 2 – Pete and Danny, die unserer bescheidenen Meinung nach leider nicht mehr an das arcadige Gameplay und die tighte Steuerung des Vorgängers heranreicht. Dennoch ist das Sequel definitiv einen Blick wert, gerade wegen des endlich vorhandenen Zweispieler-Modus. Wir hoffen, unser letztes Review 2018 hat euch gefallen. Schreibt uns gerne in die Comments, was ihr denn so zu Weihnachten zockt. Wir sind Böhmef und wünschen euch noch schöne Feiertage. Bis zum nächsten Mal.